Und damit hello auf meinem Weg zum Flughafen. 2 Monate Bali sind vorbei und Indonesien trauert, dass ich das Land verlasse. Ausreise für indonesische Verhältnisse relativ teuer. Ich habe einen Tag überzogen, länger geblieben, als das Visum erlaubt hat. Hat mich 50 Euro gekostet. Bringt einen nicht um, ist aber ärgerlich. Wie kam das Ganze? Offiziell muss bei der Einreise auch schon die Ausreisemöglichkeit feststehen. Interessiert hier zwar keinen, außer die Airline. Ich also beim Hinflug um 3:30 Uhr in der Früh noch komplett müde, das Weiterflugticket gebucht und habe mich da einfach um einen Tag verrechnet. Bevor es jetzt aber weiter nach Malaysia geht, noch einmal ein schneller Blick auf die Muay Thai-Ergebnisse nach 2 Monaten Training. Auch nach 2 Monaten ist und bleibt die Hüftmobilität der limitierende Faktor. Zum Vergleich, das linke Training fand nach 2 Wochen statt, das rechte Training war etwa 3-4 Tage vor Abreise und auch da finden die Kicks immer noch nicht mit ausgestrecktem Bein statt. Allerdings finde ich, ist schon ein krasser Fortschritt zu sehen. Die Bewegungen kommen deutlich flüssiger und mit deutlich mehr Überzeugung als am Anfang. Und damit wieder zurück auf den Weg nach Malaysia. Und oh mein Gott, hat sich die Umgebung verändert. Aus den kleinen, putzigen Häusern auf Bali wurden auf einmal große, riesige Gebäude. Vorher war die 2. Etage eine Ausnahme. Jetzt war es der Standard. Meine Unterkunft zum Beispiel hatte 66 Etagen, riesiges Gebäude. Ausblick von oben war schon sehr beeindruckend. Das hier übrigens mein unspektakulärer Raum. Es gibt sowas wie ein Bett. Dann drehe ich mich um und ist da noch eine kleine Küchenzeile. Fertig. Aber in Kombi mit dem, was draußen ist, schon mal ein Upgrade im Vergleich zu vorher. Das hier ist Etage 8 mit riesigem Pool, Gym, Badmintonfeldern und einer grandiosen Aussicht. Bei Nacht nochmal um einiges besser. Nach der langen Reise hat mich das kleine Hüngerchen gepackt und das Ziel war erstmal die Straße mit Restaurants und jeder Menge Essensstände. An der Ecke davor war noch ein Roti-Stand, wo ich mir noch eine Kleinigkeit mitgenommen hatte. War ganz cool, man konnte sich live anschauen, wie das Essen zubereitet wurde. Und was ich erst im Nachhinein herausgefunden habe, dass es einer von diesen großen, gehypten Essensständen ist. Ich damit also voll auf Kurs als neuer Essensinfluencer. Weiter ging es dann auf die Jalan Alor, dem Night Market bzw. der Straße mit den ganzen Restaurants und Foodständen. Außen in den Gebäuden hatte man die ganzen festen Restaurants und in der Mitte wurde das dann aber durch jede Menge Foodstände erweitert. So wie es hier zu sehen ist, war es an allen Tagen und ich habe mir sagen lassen, es soll auch nicht leerer werden. Für mich persönlich ein Ticken zu voll. Ich fand es recht ungemütlich, habe mich hier dann nicht mehr hingesetzt. Gefühlt gab es hier alles zu bekommen, so gut wie alles. So extrem wie in Thailand war es hier jetzt nicht. Die guten Heuschrecken zum Beispiel und andere exotische Tierchen, die hat man hier nicht bekommen. Was es hier allerdings gab, was ich vorher auf Bali noch nicht gesehen habe, war die gute Durianfrucht, also die weltberühmte Kotzfrucht. Da habe ich allerdings gelernt, es gibt unterschiedliche Qualitätsstufen und die guten sollen echt vernünftig essbar sein. Kurze Side-Story, meine Schwester hat in Thailand 5 Minuten gebraucht, um so eine kleine Heuschrecke anzuknabbern. Selbstverständlich brauchte ich dann hier jetzt irgendetwas, um gleichzuziehen und da bot sich die Durianfrucht natürlich sehr gut an. So, Lieblingsschwester, nachdem du dich beim letzten Mal mit der Heuschrecke so angestellt hast, gute Durianfrucht, gib ihm. Konsistenz ist hart gewöhnungsbedürftig, super weicher Brei.
würde sagen, ist okay. Einzig Positive, was ich da jetzt am Ende der Straße mitgenommen habe, ein Mango Lemon Smoothie. Sehr zufriedenstellend. Boah, ansonsten kann ich diesen Bazaar-Vibe nicht ausstehen. Ist nicht meins irgendwie. Ich habe mir da jetzt unter der Straße dann doch anderes vorgestellt. Dachte dann doch an mehr Deko etc. Aber so war das ja jetzt echt unspektakulär und hat mich nicht sonderlich zufriedengestellt. Daher jetzt zum Fluss des Lebens weiterschreiten. Was ich mir abseits der normalen Sehenswürdigkeiten sehr gerne anschaue, sind Spieleläden und Buchhandlungen. Mit dem eigenen Spieleladen, den man besaß, glaube ich nicht ganz überraschend. Allerdings Spiele generell hier im südostasiatischen Bereich sehr wenig vertreten. Ich vermute einfach aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit, dass da alles weggammeln würde. Daher bleiben dann nur die Bücher übrig. Und von denen waren in meiner Nähe 2 Stück. Die erste war neben einer Mall, in der ich noch einen kleinen Zwischenstopp eingelegt hatte, denn die Japan-Ecke sah auf Fotos ganz cool aus. Gab dort natürlich jede Menge Essen, aber auch Deko, Accessoires und andere Kleinigkeiten, die man vielleicht benötigen könnte. Da ich eh keinen Platz in meinem Gepäck mehr habe, für mich nicht ganz so interessant. Trotzdem aber sehr nett anzuschauen. In der Buchhandlung angekommen, fand direkt eine Lesung statt. Da die aber auf Malaiisch gehalten wurde, habe ich kein Wort verstanden. War aber trotzdem so für den Vibe sehr cool mit anzuschauen. Die Einrichtung erinnerte mich an ein gemütlicheres Thalia, wie wir es hier in Deutschland kennen. Ein relativ großer Mittelbereich, aber an den Seiten noch kleinere, thematischere Räume. Was mich bei der Größe überrascht hat, dass die Bücher fast ausschließlich auf Malaiisch waren und der Anteil der englischen Bücher verhältnismäßig sehr gering war. All in all, sehr angenehme Atmosphäre, aber nicht so umwerfend wie Buchhandlung Nummer 2. Die lag in einer Art Mall, vielleicht auch Ansammlung an Geschäften in einem Haus, wie auch immer man es bezeichnen möchte. Aber allein der Eingang, der war schon echt schnieke. Und das gesamte Haus mit den Restaurants und anderen Läden hatte irgendwie einen schönen eigenen, speziellen Flair. Oben in der Buchhandlung angekommen, stand ich wohl im verschachteltsten Geschäft, was ich je gesehen habe. Mit den Regalen ergab sich so ein kleines Labyrinth, aber nicht nur auf einer Ebene, war dann über mehrere Ebenen gestapelt. Gab dann 2 Räume, vordere war dann einfach nur eine weitere Etage auf den Regalen, das war alles noch halbwegs übersichtlich. Im hinteren gab es dann aber noch eine Zwischenetage und da war es dann wirklich so ein kleines Mini-Labyrinth. Aber so super gemütlich, die ganzen Regale waren alle wie in so einem alten Spielzeugladen aus Holz und die Bücher wurden wirklich restlos frontal präsentiert. Hat mich auf der einen Seite super erfreut, sah nämlich echt ordentlich und schön aus. Der Deutsche in mir hatte aber echt die Krise bekommen. Wie kann man ein Geschäft so ineffizient planen? Also die Menge an Büchern hätte man bestimmt irgendwie verfünffachen, verzehnfachen können. Wahrscheinlich wäre es dann aber nicht mehr so möglich gewesen. Hier gab es jetzt alles auf Englisch. Hat für mein Verständnis viel beigetragen. Mit der Historie vom Gebäude habe ich mich nicht auseinandergesetzt, das Ganze sah aber aus wie ein altes Kino. Ist mit Abstand die außergewöhnlichste Buchhandlung, die ich bisher gesehen habe.
Zeit, ein paar Treppen zu laufen und dabei nicht von Affen angegriffen zu werden. King Louis am Start. Mission erfolgreich abgeschlossen, oben angekommen. Da geht's runter. Das war der Weg. Aber schweißtreibend. Ist alles so anstrengend hier. Da fragst du dich am Ende einfach, woran hat es hier liegen? Also, wer schon mal eine Höhle gesehen hat, man muss nicht unbedingt bei 30 Grad plus zig Treppenstufen hochlaufen. Also Batu Cave, hart underwhelming. Es ist eine große Höhle. Und das war's. In der Höhle dann, ich sag mal, eher so ein kleiner Tempel. Hat mich jetzt persönlich so null umgehauen. Also, ich ziehe die, weiß ich nicht, bei uns die Atta-Höhle deutlich vor. Die finde ich deutlich geiler als das Ding hier. Also außer aus religiösen Gründen sehe ich ja echt keinen Grund, hier hinzugehen. Jetzt kannst du natürlich dein Instagram-Bild hier machen und dich ein bisschen selbst beweihräuchern. Aber geil ist anders. Also, I don't know. Muss man sich nicht unbedingt geben, kann man getrost skippen. Was ich wiederum echt cool fand, war der Nationalstolz. Die malaysische Flagge war wirklich überall zu sehen, ob an Gebäuden, an den Straßen oder auf Digitalflächen. Mein Highlight der Stadt war ganz schlicht der Stadtpark. Auf dem Weg dahin gab es noch Affen zu sehen, die mal nicht auf Diebestour waren. Sowohl in Bali an den Touri-Attraktionen als auch zum Beispiel an der Batu Cave hier in Kuala Lumpur waren die alle nur diebisch und aggressiv. Und was ich hier echt nicht brauche, ist mir noch Tollwut einzufangen. Dementsprechend versuche ich die ganzen Stellen mit den Affen zu vermeiden. Die hier waren aber einfach nur putzig. Der Park war gefühlt der einzig grüne Ort der Stadt. Es gibt hier an jeder zweiten Straßenecke eine Mall, aber Grünflächen oder mal eine Ansammlung von mehreren Bäumen sind echt selten. Einzige, was man sieht, sind halt vereinzelte Bäume an einer Straße, also so die typische Deko. Aber mal weite Grünfläche oder ein Wäldchen, nö, gibt es nicht. Persönlich war ich von Kuala Lumpur nicht wirklich überzeugt. Für mich zu groß und zu bebaut. Wie ich an meiner Begeisterung für einen Stadtpark wieder einmal gemerkt habe, Natur und Ruhe ziehe ich einfach vor. Vom Großstadtleben oder vom Leben in einer stark bebauten Region mit vielen Menschen bekomme ich zu Hause dann mehr als genug mit. Dennoch würde ich immer empfehlen, zumindest einen kurzen Abstecher hier zu machen, wenn ihr mal in Malaysia sein solltet, um die Stimmung und den Vibe der Stadt mitzubekommen. Und um eine größere Dimension zu sehen, als man sie von uns kennt. Ich mache das Ganze auch nicht anders. Ich weiß, dass ich die ruhigeren Gegenden bevorzuge und trotzdem fahre ich immer wieder in die Großstädte, um dort zumindest die Highlights zu sehen und im Nachhinein sagen zu können, jupp, ich war da, aber nö, das ist nichts für mich. War dann froh, als es für mich weiter in die Cameron Highlands ging, aber das beim nächsten Mal.